Wie kann ich in Lime Survey eine Umfrage erstellen? Sobald man sich eingeloggt hat, kann man hier oben auswählen den Button Erstellen Sie eine neue Umfrage. Und wir fangen wirklich mal absolut bei Null an und dann sieht das hier folgendermaßen aus. Hier steht jetzt neue Umfrage erstellen und man muss hier zunächst mal eine Sprache auswählen und einen Umfragetitel eingeben. Da gebe ich jetzt mal einfach irgendwas ein, Testumfrage 2020-4. Und das sind auch tatsächlich die einzigen beiden Pflichtangaben. Der Rest von den ganzen Voreinstellungen, die hier getroffen werden, kann später auch verändert werden. Das heißt, Sie können einfach erstmal Ihre Umfrage starten und können dann diese ganzen Einstellungen später Schritt für Schritt sich anschauen. Wir verschaffen uns mal einen kleinen Überblick. Und zwar können wir hier eine Beschreibung angeben für die Umfrage. Das wird den Teilnehmenden auch dann angezeigt. Dann haben wir eine Willkommensnachricht, wo man sagt, herzlich willkommen zu unserer Umfrage, es geht um das und das Thema und so weiter. Und eine Endnachricht. Das wird den Befragten also ganz am Ende angezeigt, wenn sie alle Fragen ausgefüllt haben und die Befragung auch abgeschickt haben. Dann hier auf der rechten Seite haben wir jede Menge Einstellungen, die man sich mal ganz in Ruhe durchschauen sollte, bevor man die Umfrage startet, aber man muss das nicht unbedingt zu Beginn alles schon durchgesehen haben. Und zwar kann man hier so verschiedene Sachen bezüglich des Formats einstellen, man kann hier seine E-Mail-Adresse ändern und man kann hier beim Format einstellen, wie der Fragebogen aufgebaut sein sollte. Und zwar ist die Voreinstellung Gruppe für Gruppe. Und zwar bedeutet das Folgendes: Eine Gruppe ist das, was in der Umfrage auf einer Seite angezeigt wird. Das heißt, Gruppe für Gruppe, da füllt man dann die einzelnen Seiten mit verschiedenen Fragen. Also zum Beispiel hat man dann pro Seite 2 bis 3 Fragen. Alternativ könnte man Frage für Frage auswählen. Dann würde also eine Seite der Umfrage immer nur eine Frage beinhalten. Oder man kann alles auf einer Seite auswählen. Dann ist es eben logischerweise so, dass alle Fragen, die im Fragebogen drinstehen, auf einer Seite angezeigt werden. So, dann kommen hier jede Menge Einstellungsmöglichkeiten. Es geht mit Präsentation und Navigation weiter. Also wie können die Befragten durch diesen Fragebogen durchnavigieren? Ist zum Beispiel Rückwärtsnavigation erlaubt, ja oder nein? Wird ein Fortschrittsbalken angezeigt, ja oder nein? Und so weiter. Publizieren und Zugangskontrolle, da müssen Sie auf jeden Fall nochmal genauer drauf schauen, bevor Sie dann die Umfrage starten. Man kann hier sagen, zum Beispiel, wann soll denn die Umfrage beginnen und wann soll die Umfrage beendet werden. Und man kann zum Beispiel sagen, ob Cookies gesetzt werden sollen, um eine wiederholte Teilnahme auszuschließen. Dann kann man hier bei Benachrichtigung und Datenverwaltung noch ein paar Dinge einstellen, die können Sie sich auch mal dann in Ruhe anschauen, bevor Sie die Umfrage starten. Und hier unten noch die Zugangscodes. Die Zugangscodes sind nur dann relevant, wenn man den Befragten Zugangscodes schicken möchte. Das heißt, man hat eine bestimmte Anzahl an Teilnehmenden, die einen Code zugeschickt bekommen und nur diese Leute sollen an der Befragung teilnehmen. Dann braucht man das zu den Zugangscodes. Wenn man mit einem offenen Link arbeiten will, dass man also sagt, ich generiere einfach einen Link und jeder kann daran teilnehmen, der diesen Link hat, dann braucht man hier bei den Zugangscodes dann keine Einstellung vornehmen. Gut, wir gehen mal wieder ganz nach oben. Ich habe jetzt, wie gesagt, eigentlich bei den Einstellungen gar nichts verändert und habe nur hier eben die Sprache und den Umfragetitel eingegeben. Und dann klicke ich mal auf Speichern. So, jetzt steht hier, Ihre neue Umfrage wurde erstellt mit diesen Einstellungen und ich kann das Ganze hier schließen. Hätte ich auch in einem Schritt machen können mit Speichern und Schließen. So, und jetzt komme ich auf die Ansicht, die man hier hat, wenn man jetzt einen Fragebogen erstellen möchte in Lime Survey. Und zwar kriegen wir hier nochmal die Information netterweise angezeigt, welches Format wir ausgewählt haben. Beziehungsweise hier steht nochmal, man soll eben sich entscheiden, ob man die Fragen für Frage, Gruppe für Gruppe oder alles auf eine einzelne Seite haben möchte. Da haben wir ja schon drüber gesprochen, dass wir es hier bei der Voreinstellung Gruppe für Gruppe lassen. Und das andere ist, dass hier oben jetzt steht Warnung. Bevor Sie Fragen hinzufügen können, müssen Sie eine Fragenseite hinzufügen. Das kommt einfach durch diese Einstellung Gruppe für Gruppe, dass wir ja gesagt haben, wir möchten eben die Fragen auf verschiedene Gruppen, also Seiten verteilen. Deswegen sagt Lime Survey mir hier, okay, bevor du jetzt eine Frage erstellen kannst, musst du erstmal eine Gruppe, also eine Fragenseite erstellen. So, und netterweise wird mir das hier direkt in der Mitte angeboten, also nutze ich das auch direkt und klicke hier auf Gruppe hinzufügen. Und dann werde ich gefragt, wie soll diese Gruppe denn heißen und kann zusätzlich auch eine Beschreibung angeben. Ich nenne das Ganze einfach mal erste Fragenseite. Besser ist natürlich dann später eine inhaltliche Bezeichnung zu wählen und gehe hier auf Speichern.
Wenn Sie hier Speichern wählen, dann werden Sie sozusagen von Lime Survey jetzt weitergeleitet zum nächsten Schritt. Wenn man Speichern und Schließen macht, dann kommt man wieder zurück auf die Hauptseite der Umfrage. Deswegen sage ich Speichern und guck mal, was mir Lime Survey als nächsten Schritt anbietet. Okay, sagt Lime Survey, neue Fragengruppe wurde gespeichert. Sie können jetzt eine neue Frage zu dieser Gruppe hinzufügen. Also nutze ich das direkt und klicke hier, eine Frage zu dieser Gruppe hinzufügen. Wenn ich jetzt eine Frage hinzufügen möchte, dann fragt mich Lime Survey zunächst mal, wie soll denn der Code für die Frage hier heißen? Und damit ist so eine kurze Abkürzung gemeint für die Frage, die in ihrer späteren Auswertung, zum Beispiel in einer Statistiksoftware, dann dem Variablennamen entspricht. Also Sie können das entweder so durchnummerieren, dass Sie einfach sagen F1, F2, F3 und so weiter, oder Sie machen so eine kurze Abkürzung bezüglich des Inhalts Ihrer Frage. Dann kommt die eigentliche Frage, also hier würden Sie reinschreiben die Frageformulierung, also zum Beispiel, wenn Sie jetzt wissen wollen, ob die Leute einer bestimmten Aussage zustimmen, würden Sie hier eben reinschreiben, wie stark stimmen Sie der und der Aussage zu. Zusätzlich können Sie hier so einen Hilfetext angeben, wenn Sie noch Unterstützung leisten wollen beim Ausfüllen dieser Frage. So, und dann hier auf der rechten Seite können Sie jetzt auswählen, welchen Fragentyp Sie haben wollen. Sie sehen hier, die erste Einstellung ist langer freier Text und dann werden hier jede Menge verschiedene Fragentypen angeboten. Ich werde zu diesen Fragentypen nochmal ein extra Video machen. Sie können sich das aber auch einfach mal so ganz in Ruhe hier durchgucken. Man sieht auf der Seite dann immer so eine kleine Vorschau, wie dieser Fragentyp so ungefähr aussieht. Ein ganz typischer Fragentyp ist hier diese Liste mit Optionsfeldern. Das wäre also eine ganz klassische Frage, wo Sie verschiedene Antwortmöglichkeiten vorgeben möchten und die dann eben eingeben. Deswegen wähle ich das jetzt mal als Beispiel. So. Und dann können Sie hier jetzt noch ein paar Einstellungen vornehmen, ob es eine Antwortoption anderes geben soll, ob die Frage eine Pflichtfrage sein soll. Das heißt also, ob die Befragten den Fragebogen weiter nutzen können, wenn sie die Frage nicht beantworten. Die Voreinstellung ist aus, sodass die Leute also auch weiterklicken können, wenn sie die Frage nicht beantwortet haben. Gut, und dann gibt es hier noch erweiterte Einstellungen. Das ist dann, wenn Sie genauere und komplexere Fragebögen erstellen wollen, wird das dann relevant, was man dort noch alles einstellen kann. Okay, für diesen ersten Eindruck hier würde ich es dabei belassen und gehe wieder auf Speichern. Und dann schauen wir mal, wie es jetzt aussieht. Wir werden jetzt wieder jetzt bin ich hier einen Schritt zu weit, wir werden jetzt nämlich hier wieder zurück gebracht zu dieser Übersicht des Fragebogens. Und zwar ist es jetzt folgendermaßen. Man kann jetzt wieder hier in der Mitte weiterarbeiten, dass man sagt, okay, ich habe ja jetzt bis jetzt eine Fragengruppe erstellt und innerhalb der Fragengruppe eine Frage. Und man kann sich jetzt weiter hier von Lime Survey durchleiten lassen und hier zum Beispiel jetzt draufklicken und dann wieder eine weitere Frage zu dieser Gruppe hinzufügen. So, irgendwann wird das Ganze allerdings ein bisschen unübersichtlich, weil man dann ja mehrere Fragengruppen und mehrere Fragen hat. Und dann lohnt es sich hier auf der linken Seite zu gucken, was denn eigentlich hier im Menü angeboten wird. Und wenn man das hier mal schließt, dann sieht man, dass dieses Menü auf der linken Seite im Prinzip aus zwei Sachen nur besteht. Das eine ist hier Fragen und Gruppen und das andere ist hier Umfrageteilnehmer. Diese Umfrageteilnehmer, das ist nur relevant, wenn Sie also eine bestimmte Gruppe haben, die Sie befragen wollen und dann mit Zugangscodes arbeiten wollen. Für uns also, wenn wir einfach nur eine offene Befragung machen wollen, ist nur dieses Fragen und Gruppen hier relevant. Und wenn Sie das hier einmal öffnen, dann sehen Sie, dass es da wiederum dann 4 Unterpunkte gibt. Es gibt einmal den Fragen Explorer, dann kann man die Fragengruppen auflisten, dann kann die Fragen auflisten und man kann einen Fragen Organizer verwenden. Am Anfang ist eigentlich der Fragen Explorer am übersichtlichsten. Wenn ich den mal hier öffne mit diesem kleinen Dreieck, dann sieht man jetzt hier, dass es eine Fragengruppe gibt, dieses, was hier steht, erste Fragenseite, und dass dort drunter eine Frage angeboten wird, das, was ich gerade eingegeben hatte, diese erste Frage F1. Und jetzt kann man damit weiterarbeiten. Man kann also hier draufklicken, wenn man innerhalb dieser Gruppe, die ich erste Fragenseite genannt habe, wenn man innerhalb dieser Gruppe eine weitere Frage anlegen will, kann man hier auf das Plus klicken. Oder wenn man eine weitere Gruppe anlegen will, dann kann man eben hier draufklicken. So, das sind schon mal die so wichtigsten Punkte, wenn man eine Umfrage anlegen möchte. Und jetzt schauen wir uns mal noch an, wie man jetzt eine so eine
Frage hier nochmal weiter bearbeiten kann. Und zwar hatten wir ja bis jetzt die Frage angelegt, F1, und ich hatte einfach mal als Fragetext hier Frageformulierung angegeben. Was wir jetzt noch nicht gemacht haben, ist, dass wir die Antwortoption zu dieser Frage definiert haben. Und da können Sie jetzt wieder hier das nutzen, was Lime Survey Ihnen anbietet. Und zwar steht nämlich hier direkt Warnung, Sie müssen Antwortoptionen für diese Frage hinzufügen. Sie können also direkt hier draufklicken bei dieser Warnung oder alternativ, wenn diese Warnung mal nicht angezeigt wird, können Sie auch hier oben über das Menü gehen. Hier hat man ja jede Menge Möglichkeiten und das, was da dann relevant ist, ist dieser Button hier Antwortoptionen bearbeiten. Da kommen Sie also an dieselbe Stelle, wie wenn Sie hier geklickt hätten, Sie müssen Antwortoptionen für diese Frage hinzufügen. Also wir gehen mal auf Antwortoptionen bearbeiten und an der Stelle kann ich dann beginnen, die verschiedenen Antwortmöglichkeiten zu dieser Frage einzugeben. Angenommen, wir haben jetzt gefragt, wie stark stimmen Sie einer Frage zu, kann die Antwort sein, stimme voll und ganz zu. Und dann kann ich hier weitere Antwortoptionen angeben, stimme zu und dann teils, teils, stimme nicht zu und so weiter. Eine wichtige Anmerkung habe ich dazu, und zwar haben Sie hier die Antwortoption stehen und zum anderen haben Sie hier den Code stehen. Das ist der Code, der intern vergeben wird für diese Antwortmöglichkeit. Und falls Sie später das Ganze mit einer Statistiksoftware auswerten wollen, dann ist es wichtig, dass Sie das hier ändern, dass hier nicht A1, A2 und so weiter steht, sondern dass Sie das auf 1, 2, 3 und so weiter ändern, dass da also nur Zahlen sind. Dann wird es in der Statistiksoftware, zum Beispiel in Starter, dann korrekt als numerische Variable und nicht als String-Variable erkannt. So, wenn wir damit zufrieden sind und alle Antwortmöglichkeiten eingegeben haben, gehen wir auf Speichern und Schließen. Und kommen dann wieder zurück hier zu unserer Übersicht. Und ich hatte ja eben schon gesagt, dieser Fragen-Explorer hier ist am besten, wenn man die Fragen bearbeiten möchte. Und wenn man dann später schon mal sehr viele Fragen hat und die Fragen dann nochmal umsortieren möchte, dann lohnt es sich mal einen Blick hier auf diesen Fragen-Organizer zu werfen. Da werden dann die verschiedenen Fragen in den verschiedenen Fragengruppen angezeigt und man kann die dann so hin und her schieben. Das ist sehr praktisch, wenn man die Fragen umsortieren möchte. Gut, soweit als erster Einblick und als erster Start für Lime Survey. Es kommen dann noch weitere Videos, die eben die verschiedenen Fragetypen vorstellen und auch wie man dann eine Umfrage später aktiviert und auswertet. Viel Erfolg beim Start mit Lime Survey.